Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier von Asus ein ROG Zephyrus Duo und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellbezeichnung findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung findet man hier auf der Rückseite, und zwar ziemlich gut zu lesen hier oben. Und ja, also mit dieser Modellbezeichnung findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Modell bei uns im Shop. Allgemein lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass man das Display einzeln tauschen kann. Und da ist es so, dafür muss man nur den Frontrahmen abnehmen. Da kommt man relativ leicht an das Display dran. Auch das zweite Display hier vorne, das lässt sich zur Not auch noch einzeln tauschen, ist halt nicht ganz billig. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad kann man allerdings auch einzeln tauschen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man alle Schrauben rausnehmen. Das sind einige. Das sind einmal hier zwei. Auch hier ist eine, die ist unter einer Gummi. Ja, so ein kleiner Gummidingsbums da, der hier drüber ist. Also das muss man vorher weghebeln, um an die ranzukommen. Dann auch hier an der Seite. Und auch hier vorne sind Schrauben. Hier ist es so, die beiden Schrauben hier und die eine unter der Gummiabdeckung, die sind etwas länger als der Rest. Das heißt, die am besten getrennt aufbewahren. Und hier vorne bei dieser Schraube unten rechts ist es so, die bleibt im Gehäuse, die kommt nicht ganz raus. Die wird nur gelockert und bleibt dann hier quasi drin sitzen. Allgemein ist es so, für alle Arbeiten hier benutze ich ein super praktisches Universalwerkzeugset. Da ist alles drin, was man braucht. Öffner, Pinzetten, ein Schraubendreher-Set mit allen erdenklichen Aufsätzen. Und das ist gerade bei dem Modell auch ganz nützlich, weil die Schrauben, das sind nämlich Torx-Schrauben. Das heißt, da kann man als Aufsatz dann hier einen T5 benutzen. Und für die Arbeiten im Gerät kann man dann zu einem Kreuzaufsatz, in dem Fall jetzt hier ein PH0, wechseln. Wenn alle Schrauben draußen sind bzw. gelockert, für die eine hier unten, ist die Unterseite hier eigentlich sehr, sehr einfach aufzumachen. Also ich habe jetzt mein Bestes versucht, die zuzumachen und trotzdem sieht man, es gibt nicht so viele Einrassstellen. Hier unten löst sich das jetzt zum Beispiel schon. Hier kann man die Verbindung sehen. Das läuft einmal hier vorne rum und auf der Rückseite dann hier an dem Kühler entlang. Und ich benutze dann zum Aufmachen einen der Öffner auf dem Werkzeugset. Und jetzt kann es natürlich sein, wenn euer Gerät noch nie geöffnet wurde, dass das dann ein bisschen schwerer geht. Aber wie gesagt, das wird hauptsächlich durch die Schrauben gehalten. Und das Grundprinzip ist, dass man hier versucht, zwischen Unterseite und Gerät eine Öffnung zu schaffen, also da quasi reinzuhebeln und das dann nach oben hin aufzuhebeln. Und sobald man da irgendwo eine Öffnung gefunden hat, kann man sich dann hier entlang arbeiten. Wie gesagt, das geht bei den Modellen eigentlich sehr einfach, auch auf der Vorderseite, wenn es an der Seite mal nicht so gut geht. Auch hier kann man rein und das dann aufhebeln. Aber wie gesagt, meistens, wenn man das einmal auf hat, kann man hier einfach vorsichtig, natürlich nie mit Gewalt, das so ein bisschen nach oben hin aufhebeln. Hier zum Beispiel ist es gut möglich, dass die Schraube nicht ganz locker ist. Genau so. Und dann rüttelt man hier ein bisschen dran. Da kann man eben auch sehen, wo das oben hinläuft. Ne? Genau hier.
Und dann hebt man das hier quasi ab. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Und da bin ich volle Lotte an die Kamera gekommen. War übrigens ein Öffner, der kommt hier mit dem Werkzeugset. Da kann man sich aber auch was Vergleichbares nehmen. Da halt nur schauen, dass man nicht zu weit reinsticht, dass man eher hier am Rand bleibt. Und ja, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres an dem Gerät machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes den Akku vom Mainboard, dass hier wirklich kein Strom mehr fließt. Und da ist es so, der Akku hat hier einen silbernen Bügel, von dem wird der Stecker quasi gehalten. Den schiebt man erst nach oben weg. Genau so. Und dann kann man den Stecker selber einfach hier abziehen und ist so auf jeden Fall mal auf der sicheren Seite. Was man hier noch sehen kann, ist direkt über dem Akku hier drüben ist die SSD. Das ist Slot 1. Hier drüben wäre noch Platz für eine zweite SSD, sind also 2 Slots dafür vorgesehen. Dann sehen wir hier die beiden RAM-Riegel. Das WLAN-Modul ist in dem Fall hier unter der SSD. Dann sehen wir hier natürlich noch die beiden Lüfter und den Heatsink. Und bei dem Modell ist es auch so, ich kann jetzt nichts sehen. Ich glaube also, es gibt keine CMOS-Batterie. Dann würde man nämlich hier irgendwo den Anschluss sehen. Und genau, den Akku jetzt auszubauen ist in dem Fall extrem einfach. Auf jeden Fall da eben schauen, dass man wieder zu einem Kreuzaufsatz wechselt. In dem Fall nehme ich da jetzt eben ein PH0. Und dann muss man die Schrauben und die hier rausnehmen. Und dann sieht man hier vorne noch die Kabel von den Lautsprechern, die hier drumherum laufen. Die kann und sollte man hier einfach ja, so ein bisschen ausfädeln. Die laufen eben immer einmal oben, einmal unten, einmal oben. So. Und dann kann man den Akku einfach hier nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Und wie gesagt, da einfach schauen, dass man die Kabel da nicht mit wegreißt. Und hier aus der Führung holt. Und ja, so lässt sich der Akku dann relativ einfach tauschen. Den RAM zu tauschen ist wie bei fast allen Geräten eigentlich super einfach. Der wird hier jeweils von diesen beiden silbernen Klammern gehalten. Wenn man die so ein bisschen nach außen zieht, dann springt er einem förmlich schon entgegen. Und genau bei dem RAM-Riegel selber einfach nur schauen, wenn man so ein bisschen feuchte Hände hat oder fettige Haut, dann nicht direkt auf die Kontakte drauf fassen, eher seitlich anfassen. Und beim Einbau ist es so, die gehen nur in eine Richtung. Der würde so gar nicht hier reinpassen. Das heißt, der kommt einfach hier zurück bis ganz zum Anschlag, wird nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Die SSD oder die SSDs zu tauschen, auch super einfach gemacht. Die werden nämlich jeweils immer nur von einer Schraube gehalten. Und sobald man die draußen hat, kann man die SSD so ein bisschen leicht nach oben und dann zur Seite raus. Das klebt teilweise hier einfach auf dem Kühlstreifen noch ein bisschen. Und das gleiche Prinzip wie beim RAM. Gucken, dass man nicht auf die Kontakte fest. Und auch hier beim Einbau geht das nur in eine Richtung. Das würde so gar nicht klappen. Und wie gesagt, hier drunter unter dieser Abdeckung ist auch das WLAN-Modul. Hat den gleichen Aufbau wie eine SSD. Also es wird von einer Schraube hier gehalten und wird dann auch so, sitzt einfach im Slot, falls man da mal was machen müsste. Die SSD selber kommt jetzt einfach wieder in den Slot. Auch hier wieder einfach nur schauen, dass sie ganz drin sitzt. Dann kommt das hier unten auf das Gewinde und muss nur wieder verschraubt werden. Bei den Lüftern ist es hier so, die kann man einzeln tauschen. Da ist es nur leider so, dass die unter den Heatsink drunter laufen und auch das Lüfterkabel von dem hier zum Beispiel sitzt wirklich direkt unter dem Heatsink. Da kommt man gar nicht ran.
Und bei dem hier drüben genauso. Also das sitzt hier so unter dem Heatsink drunter. Das heißt, man muss den kompletten Heatsink ausbauen, um an die Lüfter ranzukommen. Die sind hier drüben auch verklebt. Das kann man jetzt hier, also das Klebeband kann man einfach abziehen. Das wäre jetzt weniger das Problem. Genau, dann sieht man eben hier noch den Anschluss. Hier drüben kann man das ein bisschen besser sehen, denke ich. Das Lüfterkabel, auch das kann man einfach nach hinten hin rausziehen. Und der Lüfter selbst wird einmal von diesen beiden Schrauben hier gehalten. Die Schraube hier kommt vom Gehäuse und hier drüben ist es einmal die Schraube und einmal die Schraube, die raus muss. Und der Heatsink selber wird von den Schrauben hier gehalten. Auch unter dem Garantieaufkleber ist eine Schraube und dann nochmal von diesen 4 Schrauben. Und ja, genau, dann kann man im Grunde genommen den gesamten Aufsatz nach oben hin rausnehmen und kommt so dann eben auch an die Lüfter, wenn man die tauschen will. Da auf jeden Fall schauen, dass man danach wieder Kühlpaste drauf macht, die alte weg, sauber machen und dann kommt es da wieder drauf. Und auch auf jeden Fall schauen, hier das Kabel wegzumachen, die Abdeckung hier wegzumachen, weil da zum Beispiel jetzt noch das Displaykabel drüber läuft und hier laufen noch die WLAN-Antennen, wenn ich das richtig sehe, drüber, genau. Und ja, so wäre hier eben auch ein Lüftertausch möglich. Bei dem Displaykabel hier unten ist es so, das ist hier eingesteckt. Also das kann man in die Richtung rausmachen. Da ist es allerdings wirklich wichtig, weil das ist ein Stecker ohne Bügel, dass man diesen Klebestreifen hier nicht komplett abzieht, sondern quasi nur vorsichtig von der Seite hier, ohne da groß an die Kontakte zu kommen, hier quasi wegzieht. Den aber dran lässt. Und dann kann man das Displaykabel nach hinten raus machen. Sollte das beim Lüftertausch hier im Weg sein. Aber es sieht so aus, als würde man das einfach unten drunter wegbekommen. Ja, und nach dem Lüftertausch, super wichtig, auf jeden Fall nicht vergessen, auch die Lüfterkabel wieder zu verbinden und das auch in umgekehrter Reihenfolge machen. Also da muss man eben wirklich dann schauen, weil das sitzt hier eben unter dem Heatsink ziemlich blöd drunter, dass man die früh genug wieder verbindet, weil am Ende kommt man da nicht mehr ran und wenn man das vergisst, wird es blöd. Das will man im Normalfall nicht. So, Akku-Einbau, genauso einfach wie der Ausbau. Der hat auch hier neben der eigentlichen Öffnung für die Schraube noch so eine kleine Öffnung für die Hilfsführung, die hier drüben sitzen. Das heißt, wenn man den hier drauflegt, dann fällt er quasi automatisch wieder in die richtige Position. Das Einzige, was man hier eben vorher noch machen sollte, ist das Kabel von den Lautsprechern wieder einfädeln. Und dann legt man den Akku wieder auf die Position. Ja, und dann muss der Akku nur wieder verschraubt werden. Ganz am Ende, nicht vergessen, wichtig, auch den Akku wieder zu verbinden. Schauen, dass der Bügel immer noch ganz oben ist. Und dann kommt er hier einfach wieder drauf, ganz nach unten. Und dann den Bügel wirklich über den Stecker drüber ziehen. Der wird davon gehalten. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon die Unterseite wieder verbinden. Und die legt man jetzt einfach von oben auf das Gerät und drückt die nach unten hinzu. Wie gesagt, es gibt hier nicht so viele Einraststellen, aber hier oben schaue ich trotzdem. Ich gehe dann immer noch einmal um das Gerät und schaue, dass hier wirklich keine Öffnung, keine Lücke mehr zu sehen ist, dass hier alles ordentlich verschlossen ist. Dann Aufsatz wechseln zu einem T5 und wieder fest verschrauben und so schnell hat man das hier erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen.
Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.